Es existiert auf einmal eine Bedrohung, aber nicht eine Bedrohung von außen. Die Bedrohung war für mich viel gefährlicher. Sie kam von innen. Das heißt, ich habe einen Feind in mir gehabt, der mir ans Leben will. Und das macht die ganze Sache wesentlich schlimmer für mich. Also da ist man bis zum gewissen Maß auch hilflos. Ja, mein Name ist Ulrich Hufnagel. Ich komme aus Heilbronn. Das liegt so circa 40 Kilometer von Stuttgart entfernt. Ich arbeite 30 Jahre lang als Krankenpfleger und habe jetzt so noch circa 2 Monate bis zu meiner Pensionierung. Ja, da gibt es schon viele Pläne. Also in erster Linie natürlich mehr Reisen. Das ist so ein Hauptwunsch, der immer zu kurz kam. Reisen war für mich Geschichts-, Religion, Geografie, Unterricht in einem. Ja, also das war für mich schon das Thema, das Reisen einfach bildet. Meine Reisen muss ich jetzt nach meinen Arztbesuchen richten. Früher konnte ich problemlos am Stück 10 Kilometer joggen oder noch mehr. Mittlerweile bin ich so kurzatmig, dass ich nur noch einen Bruchteil meiner vergangenen Strecken joggen kann. Ja. Ich habe erfahren von meiner PV-Erkrankung, das war so im März 2019 und das Ganze war eher ein Zufallsbefund. Ich habe eine Salicylatallergie und muss täglich eine Tablette nehmen. Setzte die dann ab, weil ich eine Zahnoperation hatte und merkte, dass es mir dann doch schlechter ging. Bin mehrfach kollabiert und bin dann auch zum Hausarzt. Der hat dann einen erhöhten Thrombozytenwert festgestellt und daraufhin bin ich dann zum Hämatologen gegangen. Ja, als er heimkam und kam dann mit der Diagnose PV, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Viele große Fragezeichen, Ungewissheit, Angst. Welche Prognose hat die Krankheit? Wie wirkt sich das Ganze aus? Die Polycythämie vera ist eine bösartige hämatologische Erkrankung, die sich im Knochenmark abspielt. Man kann das so umschreiben, der Schalter steht immer auf ein, die ganzen Blutzellen vermehren sich unkontrolliert. Also nach der Diagnose habe ich es dann eigentlich, wie jeder macht, bin dann sofort ins Internet und habe dann schon unheimlich viele Infos bekommen, die mich eigentlich im Großen und Ganzen noch mehr beunruhigt haben. Von der medianen Lebenserwartung ohne Therapie 1,5 Jahre bis 5 bis 50 Jahren war alles drin, war aber alles nicht so hilfreich. Also es hat mir nicht so viel gebracht. Bin dann zufällig auf das MPN-Netzwerk gestoßen. Hier bekam ich dann die ersten richtigen Informationen. Also in erster Linie der Erfahrungsaustausch mit anderen Mitpatienten, aber hauptsächlich auch die Informationsbeschaffung über neue Therapien, neue Medikamente, was auf dem Markt sind. Die ganze Wahrnehmung für die Erkrankung hat sich dadurch auch verändert, als ich mich zum Manager meiner eigenen Erkrankung gemacht habe. Ja, das Ganze steht und fällt natürlich mit dem Hämato-Onkologen. Der braucht eine bestimmte Erfahrung, ganz wichtig. Also ich habe meinen Hämatologen schon relativ am Anfang gefragt, wie viele Patienten er mit Polycythämie vera behandelt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Also die PV ist für mich keine Einbahnstraße. Für mich ist es eher der Beginn von einer neuen Reise. Ja, und wie das beim Reisen so ist, lernt man nicht nur über fremde Orte etwas, sondern ich habe auch wirklich viel über mich selber gelernt. Also was mich früher genervt oder gestresst hat, ist jetzt für mich eher unbedeutend. Ich gehe jetzt bewusster durchs Leben und ich kann sagen, ich lebe jetzt wirklich mehr im Hier und Jetzt. Es gibt auch ein Leben mit PV. Ja.